Servus YouTube, was geht ab? Willkommen, willkommen. Wir haben wieder neue Neuigkeiten von den Devs, Leute. Wie wir schon vor einer Woche oder so geredet hatten, haben ja die Devs gesagt, sie wollen jetzt wieder das letzte Elemon releasen. Und das ist jetzt der Fall. Sie haben jetzt die Announcement gemacht. Sie haben wieder genauso gesagt, es Feuer, Baum, Licht. Es wird wahrscheinlich wieder alle 5 Elemente sein. Nur werden die 3 quasi erstmal hier vorgestellt. Und es wird ein Four-Star. Und es soll eine Hexe sein. Bedeutet, es wird irgendwas mit Dots und Gifts vielleicht irgendwas sein. Äh, nur die Frage ist halt, werden sie für mentale Festungen und Co. benutzbar sein? Das werden wir sehen. Da haben wir auf jeden Fall die Fähigkeiten, die gucken wir uns auch gleich an. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, irgendwo ein Bild gespeichert, meine ich. Ja, da habe ich es. Okay. So, genau. Also 9 Skills, 3 Elemente, Feuer, Baum, Licht. 3 Kräfte, eine Kreation, ein perfektes Blend of Ancient Magic, also perfekte Mischung aus antikem Magie. Und die Skills habe ich hier. Das können wir mal wegmachen. Zack. Genau. Feuer. Also wie gesagt, 4 Stars, das ist auf jeden Fall schon mal, wie sie es gesagt haben. Die haben ja gemeint, 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne, dann kommen wieder 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir wieder neue Elements bekommen, werden es 5 Sterne. Bedeutet, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diese Challenge, die ja zwischen den 2 aus Amerika stattgefunden hat, die haben ja so einen Contest gemacht, so designmäßig. Und die Elements werden dann bestimmt 5 Stars werden, weil da kommen dann diese 2 und die werden dann safe 5 Stars. Aber auf jeden Fall erstmal zu denen hier, die jetzt rauskommen. Der erste Skill ist, glaube ich, bei allen wieder bestimmt gleich, oder? Malevolent Gift, Malevolent Gift, Malevolent Gift. Ja, ist mal genau das Gleiche. Greife den Gegner an, verursache 2 Runden Dot mit einer 60-prozentigen Chance. Wenn Widerstand oder immun, zauber diesen Skill nochmal. Oh, okay. Bedeutet, bei, bei Bossen, die immun dagegen sein würden, wird es nochmal gecastet. Ich überlege gerade, welcher Boss hat oder ist immun gegen Gift? Das sind eigentlich nur die bei mentale Festung, glaube ich. Und die aus dem Abgrund-Dungeon. Okay. Merken wir uns auf jeden Fall. So, der zweite Skill. Attack the enemy, apply 2 turn toxic. Oh, okay, Gift. Also greift den Gegner an, verursache 2 Runden Gift und eine Runde Schlaf. Wenn das Ziel schon unter einem Schlaf-Effekt ist, ignoriert dieser Skill 70% Verteidigung. Oh mein Gott, das ist nice. Ich meine, das ist nicht für Bosse, eher für PvP, für Gildenkämpfe und Co. Also da kann man schon bestimmt coole Metas bauen mit Sleep-Elements. Geil. Dritte Fähigkeit. Verursache 2 Dots für 2 Runden auf dem gegnerischen Ziel, then launch an attack. Okay, das heißt, man verursacht erst 2 Dots für 2 Runden und dann greift man an. Erhöht den Schaden um 30% für jeden Debuff auf den Gegner. Wenn der Gegner immun gegen Dots ist, erhöht den Schaden um zusätzliche 50%. Okay. Oh, das hört sich ein bisschen an wie Brandier von Summoners War. Je mehr Debuffs draußen, desto mehr Schaden macht man. Vor allem der Vorteil ist, es zählt ja hier jeder Debuff. Es zählt ja nicht nur die Dots. Bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel bei Mentale Festung oder so 5 Debuffs hat oder so, dann kann man danach den Skill einsetzen und macht halt viel, viel mehr Schaden. Ich glaube, wie war das? 30% für jeden Debuff. 5 Debuffs sind 5 mal 3, 150% mehr Schaden. Geil. Und wenn er noch immun gegen Dots ist, dann nochmal 50%, bedeutet dann 200% mehr Schaden. Also es könnte auf jeden Fall richtig geil knallen in Festung und in Abyss Dungeon. Also so wie die ja gemeint haben, dass sie Elements rausbringen wollen, die mehr in Festung und so genutzt werden. Also eher PvE-Monster. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also den Feuer will ich echt gerne definitiv testen. Da bin ich wirklich sehr hyped drauf. So, gucken wir den nächsten an, Leute. Genau, erstes Skill gleich.
Zweiter Skill, Attack all enemies, also greift alle Gegner an, verursacht 2 Runden Angriffsverringerung und Verteidigungsverringerung, okay, mit einer 50%igen Chance. Afterward, increase your action bar by 5% for each debuff on the enemy. Okay. Danach erhöht sich deine Aktionsleiste um 5% für jeden Debuff auf dem Gegner. Auch nicht schlecht. Sehr geil. Dann der dritte Skill, whenever your debuff you apply is resisted, also jedes Mal, wenn ein Debuff, den du verursacht, widerstanden wird, okay, ist eine passive Save. Reduziere den Effekt Widerstand von allen Nicht-Boss-Einheiten auf dem Schlachtfeld um 10%. Bis zu 10 Mal. Warte. Jedes Mal, wenn ein Debuff widerstanden wird, reduziert er den Effekt, also den Widerstand von allen Nicht-Boss-Einheiten um 10% auf dem Schlachtfeld. Bedeutet sowohl eigene als auch die gegnerischen bis zu 10 Mal. Das heißt, man kann die Resistance bis zu 100% runter machen. Whenever you successfully apply a debuff, also jedes Mal, wenn du einen Debuff erfolgreich verursachst, verursache eine Runde unwiderstehlichen Gift. Okay. Hatten wir schon Gift als Debuff? Ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Da muss ich gleich mal kurz nebenbei reingucken, ob wir Gift als Debuff schon haben. Kann mich nicht erinnern, irgendwas mit Gift gesehen zu haben. Doch, es gibt Gift. Oh, es gibt nur ein einziges Element, das Gift hat. Das ist der Lichtripper. Da, Gift. Verringert maximal LP in jeder Runde um 5%. Oh, okay, das ist das vom Todeslabor, der Boss. Das ist quasi wie maximal HP zerstören. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Mal gucken. Kann man gegen Tank-Units machen. Also auf jeden Fall Tanky spielen. So, dann kommen wir zum Licht. Auch der erste Skill ist gleich wie bei allen anderen. Zweiter Skill. Greift den Gegner an, verursache 2 Runden Gift und eine Runde Sleep. Also genau das gleiche wie Feuer. Ja, ist genau das gleiche wie das Feuer. Auch mit ignoriert 70% die Verteidigung. So, jetzt kommen wir zum letzten Skill. Greift alle Gegner 3-mal an. Jeder Angriff hat eine 70%ige Chance, einen 2 Runden Dot zuzufügen. Ignoriert 25% der Verteidigung für jeden Dot auf dem Ziel. Okay. Okay. Das hört sich nicht schlecht an. Also 25% ignorieren. Wenn man 4 Dots hat, ignoriert man die komplette Verteidigung. Jo, das kann knattern. Das wird knattern, Leute. Mit einem AOE-Dotter, wie zum Beispiel der Feuerspezialist, und dann erstmal Gift draufhauen, also Dots, und dann mit Acid Rain reingehen. Das kann schon heftig werden. Da bin ich mal gespannt, wie die anderen beiden sind. Wasser und Dunkel gibt es ja auch noch. Aber ich denke, die werden eher vielleicht der Supporter sein. Mal gucken. Aber cool. Also ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall die Meta ein wenig in Wanken bringen. So, jetzt gibt es noch eine andere Nachricht. Und zwar PvE Adjustment Informat, also Justierung, Information. Die Schwierigkeit von den Abgrund-Dungeon und Festung wird reduziert. Die Schwierigkeit der Abgrund und Festung wird reduziert? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Habt ihr momentan Probleme mit Festung und mit Abgrund? Also Abgrund finde ich eigentlich sehr, sehr gut mittlerweile. Habe ich jetzt nicht wirklich was gemerkt. Vor allem auch auf meinem Seiten-Account, wo ich ja nicht so viele gute Bauteilqualitäten habe. Habe ich jetzt nicht viel gemerkt, dass es jetzt so schlimm war. Aber okay. Also mentale Festung, ja, okay. Ich meine, es gibt ja sowieso 3 Schwierigkeitsstufen. Ist völlig fein, da kann man ja dann besser damit umgehen. Aber okay, anscheinend hat es dir noch nicht gepasst. So, eine Schwierigkeit Level-Option wurde hinzugefügt bei der Festung. Das hatten wir doch dann schon. Warum wird das dann nochmal gesagt? Also entweder ist diese Meldung von früher, weil im letzten Patch hatten wir ja schon diese Justierung. Genau das hier mit den Schwierigkeitsstufen und so. Also sieht's vielleicht nicht zu 100% als wahr. Vielleicht ist es einfach nur aus Versehen mit drinne und sie haben es einfach nicht gesehen, dass sie das mit reingepackt haben. Ich weiß es nicht. Aber falls es so ist, dann wird es wahrscheinlich
nochmal so werden, dass sie nochmal eine extra Schwierigkeitsstufe reinpacken und alles einfach ein bisschen einfacher machen. Kann sein, mal gucken. Sind wir mal gespannt. So, als nächstes. Hier. We are thrilled to reveal that Dungeon Heroic Mode is coming in the next version. Geil. Über den Dungeon Heroisch Modus, den wir schon geredet haben, wo sie gesagt haben, da kommt jetzt ein Heroic Modus, wo wir quasi ähm, unsere eigenen Challenges machen können, um den Dungeon schwerer zu machen, in welcher Form auch immer, um besseren Loot zu bekommen, im Sinne von entweder bessere Bauteile oder auch natürlich Eleriums bekommen. Er soll in der nächsten Version kommen. Expected to drop early next month. Okay, wird auf jeden Fall Anfang nächsten Monat passieren. Also seid auf jeden Fall gespannt. Anfang nächsten Monats. Also early als früh nächsten Monat. Kann bis zum hier. And just like last time you can count on arriving no later than that. Okay, also man kann auf jeden Fall damit, kann darauf bauen und sicher sein, dass es spätestens am 10. des nächsten Monats sein wird. Wir sind gespannt. Sammelt eure ganzen Elerium, ne? 4-Stars. Es kommen neue 4-Stars. Sammelt jetzt schon. Bin auch schon wieder am Sammeln, ne? Also, no. Mal Real Talk, Leute. Ich bin auch schon wieder am Sammeln. Ich habe wieder einiges an Bauteilen. Ich habe seit dem letzten Summoning habe ich nicht mehr aufgemacht. Ich spare jetzt immer von Summons zu Summons. Macht das auch. Ich weiß, ihr seid genauso wie ich bestimmt. Ihr könnt es nicht aushalten. Ihr wollt nicht sammeln, weil ihr habt Bock. Kenne ich, bin genauso, aber ich versuche es auch. Glaubt mir, es ist besser so. Ihr habt davon viel, viel mehr. So. We've put together a fun and slightly ridiculous dungeon video to set the mood. Don't miss it and get ready for the challenge ahead. Okay, genau, das habe ich auch schon gesehen. Also, dass das ein Video gepostet haben. Da steht, wir haben ein lustiges Video, Dungeon-Video gemacht, um die Stimmung anzuheben. Also passt es nicht und ich habe es auch hier schon offen. Und wir gucken da jetzt einfach mal gemeinsam rein. So, einmal hier aus dem Off kurz. Ich habe, als ich das aufgenommen habe, das Video, gemerkt, dass ich keinen Sound hatte bei dem Video. Und deswegen muss ich das jetzt noch mal neu drehen, weil kein Sound da war, weil die Audiospur leider nicht drin war. Deswegen gucken wir uns das Video nochmal gemeinsam an. Ich habe es leider schon gesehen, eine Live-Reaction, war schon lustig, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So. Das ist der Hammer. Die Minions, die Karten spielen, dann kommen die 3, Bombman, Ganzlinger und die Ninnratte. Green Big Red. Grüne große Ratte. Jetzt sind sie eine Ninnratte. Level 60, Max Score. Ja, das ist wahrscheinlich ein Foreshadowing, dass man vielleicht den Dungeon zu machen muss. Maybe. Hier steht auch, meine Oma kann das sogar schaffen. Also ich denke, ist nicht witzig, Idiot. Es ist zu ruhig. Mein Ninja sind alarmiert. Ein wahrer Räuber ist Tier oder Lauertier. Ja, auch geil. Diese Ratte wird panisch, wenn Käse furzt. Es ist so geil. Guckt euch das bitte an. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ich habe das nie wahrgenommen. Guckt euch das bitte mal an. Wo befindet sich das Viech, Mann? Es ist so geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Okay, man muss schon sagen, sie haben schon Humor. Ich find's cool. Es ist echt lustig geworden. Haben sie schon. Ich meine, klar, die Grafik ist halt so leicht gemacht, aber ist schon cool. Schon lustig, auf jeden Fall. Okay. Cool, also es sind jetzt keine Patches dabei. Ich hoffe, es werden noch Patches kommen, also Buffs und Nerfs. Vor allem, es müssen noch ein paar Nerfs geben und es muss noch ein paar Buffs geben. Definitiv. Es gibt den einen oder anderen Element, der auf jeden Fall nicht so ist, wie er sein sollte oder sie sein sollte. Deswegen, ich hoffe, dass da noch was kommt und dass das einfach nur quasi schon mal so eine Nachricht ist oder zumindest ein Teaser ist, damit wir nicht in Ungewissheit bleiben. Aber
Seid gespannt, also es wird in den nächsten 2 Wochen, denke ich, passieren. Und ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten, so schnell wie ich nur kann. Ich habe das Video jetzt an dem Tag, wo es rauskam, das Update schon aufgenommen, aber da ich ja auch schon auf YouTube ein neues Video hochgeladen habe, kann ich es leider nicht direkt hochladen. Ist halt blöd, aber ihr kriegt das direkt heute Morgen, wenn ihr es anschaut, das ist wahrscheinlich morgens, Freitagmorgens. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht die Nachricht verpassen wollt und guten Content verpassen wollt, ne? Also ich würde mich auf jeden Fall über jeden Abo freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.